카니발 때문에 쫙 퍼졌습니다. Der Zug von der Straße ins Puppenmuseum verlegt. Die AfD ist nicht die Alternative für Deutschland, sondern ein Angriff auf Deutschland. 네, 안녕하세요 여러분. 유로킨입니다. 카니발의 변신은 무죄입니다. 그래서 제가 오늘 카니발 의상을 한번 입어봤는데요. 작년 이맘때쯤에 코로나가 독일에 막 도착해서 어떻게 퍼졌느냐. 네, 카니발 때문에 쫙 퍼졌습니다. 그래서 중국은 설날 때문에 퍼졌죠, 많이. 네, 독일은 카니발 때문에 많이 퍼졌습니다. 네, 독일 사람들이 보통 이 의상이나 아니면 이렇게 이렇게 노는 거에 대해서 요란스럽지 않아요. 일반 평소에는. 근데 카니발이 열렸다 이러면은 이 사람들이 그동안에 이렇게 쌓여있던 거를 한꺼번에 푸는 건지, 의상은 뭐 말할 것도 없고 그 막 데블, 악마로도 변장을 하고, 그리고 가지고 막 마스크를, 저는 지금 이거는 지금 약과입니다. 이건 아무것도 아니에요. 정말 변장을 하고, 네, 카니발에 가서 뭐를 하느냐. 계속 술 마시고, 네, 행진하고 술 마시고 떠들고 친구들이랑. 그래서 우리 아들 반 친구들 엄마들은 항상 카니발에 가요. 해마다 가서 2박 3일, 3박 4일 이렇게 있다가 옵니다. 네, 남편들이 물론 다 허락을 해주죠. 여자들끼리 가서 술 마시고 놀고 사진 찍고, 네, 그러고 옵니다. 그리고 그래서 제가 그 애들을, 우리 친구 아들들을, 이 엄마들이 가면 한 2명 정도 제가 맡았던 것 같아요. 그랬는데 올해는 이 엄마들이 못 갔습니다. 그래서 작년에 이 엄마들이 갔을 때, 그때 코로나가 살짝 금방 들어왔을 때라서 저는 내심 걱정을 많이 했어요. 혹시 이 엄마들 중에 코로나를 걸려오면 그 집 아들도 걸릴 텐데 그러면 학교에 가서 퍼지지 않을까, 이렇게 되게 걱정을 했었는데 다행히 이 엄마들은 걸리지는 않아서 왔어요. 걸리지는 않아서 오고, 원래는 못 가서 엄청 아쉽다 이렇게 얘기를 하는데, 네, 이렇게 모든 그 국민들의 스트레스를 쫙 풀어주던, 네, 그런 그 카니발 한번 보시겠습니다. Auch wenn jeder Jeck heute in seinem eigenen Boot sitzt, die Kölner machen an Rosenmontag gute Miene zum bösen Virenspiel. Pandemiebedingt sind Partys im gesamten Stadtgebiet verboten, der offizielle Zug von der Straße ins Puppenmuseum verlegt. Ich bin total beseelt heute, dass uns gelungen ist, so eine charmante Alternative zu dem uns so geliebten klassischen Rosenmontagszug zu entwickeln. Es ist dieses Geschenk für die Jecken jetzt an Rosenmontag. Ob Oppositionspolitiker Nawalny im Nahkampf mit Präsident Putin oder die Querdenkenbewegung ohne Hirn. Der Zug Kütt in Düsseldorf auch in diesem Jahr. Damit sich keine Zuschauer sammeln, fuhren die 8 Mottowagen mit politischen Motiven einzeln durch die Stadt. Dass Trump jetzt nicht mehr dabei ist, ist natürlich eigentlich schön als Präsident, aber natürlich wird er als Person eine Gefahr bleiben. Deshalb haben wir ihm hoffentlich einen allerletzten Wagen noch mal mit auf die Reise gegeben. Einen kräftigen Drive von Köln! Allah! Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem wunderbar dekorierten großen... Joachim, wir sind alleine, du kannst leider, ist gar keiner da. Ach so, ich vergaß, ja. Ich stehe natürlich normalerweise auch nicht vor einem leeren Saal, sondern vor fast 1500 gut gelaunten Jecken, die so richtig ausrasten. Ja! Wenn man die Augen zumacht, ist es fast wie immer. Liebe Zuschauer, wir wollen heute Abend trotzdem feiern, trotz Lockdown, und ich bin guter Dinge, dass es ein wunderbarer Abend ist. Alle Corona-Auflagen befolgt, wir sind alle getestet, alle Mitarbeiter, alle, die auf der Bühne sind. Damit wir ganz sicher sein können, schalte ich jetzt zu Deutschlands Lockdown-Experten Nummer 1 nach Berlin, Professor Karl Lauterbach. Können Sie mich hören? Hallo, guten Abend. Sie haben sich hier vom ordnungsgemäßen Zustand dieser Veranstaltung überzeugt. Haben wir alles richtig gemacht?
Alles ist absolut korrekt, das ist sehr überzeugend und ich finde es großartig, dass ihr hier den Karneval feiert. Wir brauchen Abstand im Alltag, aber wir brauchen auch Abstand vor diesen erschreckenden und niederschmetternden Nachrichten all die Zeit. Und da ist Karneval die beste Art und Weise, den Abstand zu gewinnen. Daher beide Daumen hoch für die heutige Veranstaltung. Finde ich großartig, dass ihr das macht und ich wünsche euch viel Erfolg. Danke. Müssen wir denn noch irgendwas beachten? Also hier, die das veranstalten, nicht, aber die Zuschauer müssen natürlich noch etwas beachten, nämlich den Abstand zum Fernsehgerät. Also hier muss mindestens 1,50 Meter Abstand bis zum Gerät gehalten werden. Allerdings nicht wegen der Coronaviren, sondern um die Augen zu schützen. Das wäre hier mein Rat. Und ansonsten habe ich aber keine weiteren Ratschläge heute Abend mehr anzubieten. Dann sage ich danke, Herr Lauterbach. Vielen Dank. Guck mal hier, so. Ganz anders arbeiten. Vielen Dank. Ja, 1,50 Meter Goldstange. Wunderbar. Seit Corona ist doch nichts mehr so wie weißt du, vor Corona, da hast du gehustet, um einen Pups zu übertönen. Heute ist es umgekehrt. Ne? 카니발은 종교적인 유래로 시작되었지만 점차 자유, 해방, 저항 정신도 함께 전달받아 카니발의 동기와 목적이 현재는 종교적인 느낌보다는 사회 비판적인 성격이 강해졌는데요. 그래서 행진 행렬에는 정치 및 사회 현상을 기발하게 풍자한 대형 조형물을 많이 볼 수 있습니다. 네, 이 뜻을 이어받아 독일에서는 정치권에도 폴리티셔 아셴미뽀흐를 지내는데요. 유명한 인사들이 주로 정치에 대한 풍자와 해학을 늘어놓는 걸로 유명합니다. 이번 카니발 마지막 날인 아셴미뽀흐의 총선 출마자이기도 한 바이엔의 주더 총리는 벌써부터 가을 대선을 염두에 두고 AfD 당에 용감하게 꼬집는 발언을 했는데요. Ein letztes Wort zu einer anderen Partei, zur AfD. So kurz im Parlament, so viel Unfrieden, so viel Spaltung erreicht, das hat noch keine Partei geschafft. Und dabei geht es nicht nur um Fake News, das ist fast schon normal, sondern um böse Hass- und Hetzeattacken. Das ist auf Hugenberg-Niveau. Sie paktieren mit Verschwörungstheoretikern, sie verschmelzen gerade mit Rechtsextremen und Querdenkerszenen und sind wie auf dem Weg zu einer Art sektenähnlichen Gemeinschaft. Sie bauen sich ihre eigene Welt, auf den Lügen basierend, in denen am Ende nicht nur rhetorische, sondern vielleicht irgendwann echte Gewalt stehen könnte. Die AfD ist nicht die Alternative für Deutschland, sondern ein Angriff auf Deutschland. Ein Angriff auf unsere Demokratie, und zwar nach dem Muster der 30er Jahre. Die AfD ist keine bürgerliche Partei mit ein paar versprengten Rechtsextremen, sondern sie ist eine rechtsextreme Partei mit ein paar vereinsamten und immer weniger werdenden Bürgerlichen. Wäre Deutschland Mittelerde, Sie kennen vielleicht Herr der Ringe. Wenn Sie die Herr der Ringe-Saga kennen, wo wären dann die AfD? Sie würden sich nur in Mordor wohlfühlen. Da würden sie hingehören. Und heute sagt ein AfD-Mann was über Franz Josef Strauß. Sie versuchen ja mal Franz Josef Strauß zu kapern, wie unsittlich das ist. Franz Josef Strauß hätte zur AfD nur eines gesagt: Einmal Faschismus in Deutschland reicht.